einer Stunde 40 ungefähr in Nuuk angekommen. Hier entsteht gerade der neue Hauptflughafen für Grönland, der dann Kangerlussuaq ablösen wird. Ich glaube im nächsten Jahr. Und man hat aus der Luft hier die vielen Baumaßnahmen gesehen. Der Flughafen wird massiv erweitert. So, ich habe jetzt mein Gepäck und stehe am neuen Terminal. Leider gibt es keinen funktionierenden Geldautomaten und auch keine Möglichkeit, Geld zu wechseln. Ich habe also überhaupt keine dänischen Kronen. Ich versuche jetzt mit dem Bus in die Stadt zu fahren. So, ich bin jetzt in meinem Hotel angekommen, nachdem ich 20 Minuten vergeblich auf den Bus gewartet habe, draußen in der Kälte. Haben sich glücklicherweise 2 junge Frauen erbarmt und haben mich in ihrem Auto mitgenommen bis zum Hotel. Das ist echt super. Guten Morgen, es ist jetzt kurz nach 6. Mein Taxi müsste gleich kommen und dann fahre ich zum Flughafen. Der zweite Flug hat nur 40 Minuten ungefähr gedauert. Es ist also jetzt kurz nach 10. Ich hole jetzt mein Gepäck, fahre in die Stadt, kaufe was zu essen und dann werde ich loswandern. So, Ilulissat Flughafen, Gepäck ist da. Ich fahre jetzt in die Stadt, kaufe was ein und dann geht's los. Notwendige Sachen zum Wandern eingekauft, ein paar Lebensmittel und so im Supermarkt hinter mir habe ich ein Taxi herfahren lassen, bevor ich den Weg zum Nature Center zum Haus fahre. Ich bin jetzt am Icefjord Center und muss mein ganzes Zeug umpacken. Das wird eine Weile dauern. Es ist kurz vor 12, damit liege ich besser in der Zeit, als ich geschätzt hätte. Ich mache mich jetzt auf den Weg und mal gucken, so 6 bis 8 Stunden Gehzeit habe ich noch. Schon gelesen, dass das so der touristisch am stärksten frequentierte Ort in Grönland ist. Und hier sind wirklich viele Leute.
auf diesem Boardwalk hier entgegenkommen. Aber ist auch verständlich, weshalb. Deswegen. Ich muss sagen, ich habe mir den Weg einfacher vorgestellt. Ich dachte, der ist relativ gut erschlossen. Tatsächlich ist es ein Weg, wo man sich überlegen sollte, den zu gehen, wenn es nass ist, wenn man nicht besonders trittsicher ist. Insbesondere mit Gepäck. Es geht ja viel über Felsen, so ausgelatschte, matschige Stellen. Und der Weg ist mit farbigen Steinen markiert. Blau in dem Fall, das ist der längste Weg, dem folge ich die Küste entlang und werde dann einfach am Eisfjord entlang weiterlaufen. Mal schauen. Ich habe eine gute topografische Karte dabei. Ich habe eigentlich nicht unbegrenzt Zeit. Schauen, wie weit ich komme, wie viel Lust ich dazu habe. So, hier teilt sich der Weg und gabelt sich auf. Die rote Route geht wieder zurück nach Ilulissat. Die blaue Route geht weiter den Eisfjord entlang und folgt dem Ganzen, ich glaube, noch so 1 bis 2 Kilometer, nicht so sehr weit. So, ich bin jetzt seit knapp 2 Stunden unterwegs, allerdings relativ langsam und einige Pausen gemacht. Und das Gelände ist nicht so einfach. Es gibt viele Anstiege. Ich bin jetzt wieder 100 Meter aufgestiegen. Das ist jetzt im ersten Moment nicht so viel. Aber ich trage ungefähr 36 Kilo Gepäck aktuell. Und es ist rutschig, es ist feucht. Das Wetter ist ganz komisch. Es ist jetzt nicht wirklich kalt. Es geht kein Wind, es ist bewölkt. Die Sonne ist da oben nur ganz schwach hinter den Wolken zu sehen. Es ist irgendwie komisches Wetter, komisches Licht. Nicht ideal zum Fotografieren. Ich hoffe, dass morgen früh die Sonne rauskommt, der Himmel etwas klarer ist. Je weiter ich komme, desto weniger Menschen begegne ich. Jetzt vor mir habe ich noch 2 Leute gesehen. Das sind aber die ersten seit einer halben Stunde, die ich jetzt gesehen habe. Und meine Hoffnung ist, in ein paar Stunden niemand mehr zu treffen. So, ich bin jetzt seit 4 Stunden knapp unterwegs. Das Wetter wird immer schlechter, es wird ziemlich kalt momentan und wenn man über das Meer schaut, ist da hinten so eine Regenfront. Deswegen habe ich mich entschlossen, jetzt einen geschützten Platz zu suchen und mein Lager aufzuschlagen. Und dieser Platz
ist nicht ganz ideal, aber Kompromisse muss man eingehen und ich baue jetzt schnell auf, damit ich regengeschützt bin. Ja, sobald der Wind hier nachlässt, kommen wirklich hunderte kleiner stechender Fliegen hierher. Und das ist echt unangenehm und erschwert die Arbeit ungemein. Gleichzeitig wird es gerade ordentlich kalt, also ich ziehe mich gleich in mein Zelt zurück. Draußen fällt seit ungefähr einer Stunde Eisregen. Es ist ganz schön kalt, deswegen habe ich mich in meinen Schlafsack gelegt, lese ein bisschen um mich aus und warte, dass das Wetter besser wird. Es regnet jetzt seit mehreren Stunden kontinuierlich durch. Ich war noch mal draußen, habe das Zelt neu abgespannt. Ja, guten Morgen. Es ist jetzt knapp 7 Uhr. Ich habe so mäßig geschlafen, weil seit, keine Ahnung, Mitternacht oder sowas hier so ein relativ starker Wind geht. Dafür hat der Regen aufgehört. Es ist einfach total kalt draußen und es gibt so ziemlich starke Fallwinde, sodass ich ganz froh bin, dass mein Zelt geschützt steht. Aber wenn man nur wie 2 Minuten draußen steht oder so und sich nicht bewegt, wird einem richtig kalt, also man muss sich warm anziehen. Keine Drohnenbilder mehr aus Grönland. Ich habe gerade meine Drohne verloren. Und zwar bin ich hier in den Eisfjord geflogen, gar nicht weit, 400 Meter, ein Stückchen weiter, aber ich bin bis 400 Meter zurückgekommen. Und dann wurde der Wind so stark, dass die Drohne auf der Stelle geflogen ist. Ich hatte noch fast 50% Akku. Das hat aber nicht mehr gereicht, um 400 Meter zu fliegen. Die Drohne ist dann irgendwo in dem Eisfeld hier notgelandet.
Aber durch den Wind ist es einfach nur saukalt. Ja, gestern war absoluter Katastrophentag. Erst habe ich meine Drohne über dem Eisfjord verloren, weil der Wind so stark war, dass die nicht mehr dagegen anfliegen konnte, nicht mehr zurückkehren konnte. Und das war für mich vom Ufer aus überhaupt nicht ersichtlich. Also ich hatte noch 50% Restakku für 300 Meter bis zum Land, und kurz vor dem Land, also so, keine Ahnung, 200 Meter davor, ist der Wind so stark geworden, dass die Drohne, die irgendwie 36 km/h schafft, nicht mehr in der Lage war, dagegen anzufliegen. So lange versucht, bis der Akku leer war und die Drohne im Eis notgewassert ist. Dann war es gestern generell sehr kalt, sehr windig. Ich bin dann einen halben Tag lang hierher zurückgelaufen. Habe dann mein Hotel angerufen, das einen Bootstransfer erfordert. Und die haben mir gesagt, dass sie heute nicht oder gestern nicht mit dem Boot fahren würden, weil das Wetter zu schlecht und die See zu rau sei. Dann habe ich den Taxifahrer wieder getroffen, mit dem ich am ersten Tag hier durch den Ort gefahren bin, der mich zum Einkaufen gebracht hat, und habe ihm das Problem geschildert. Und der hat dann irgendwie Bekannten angerufen, der so Guesthouses hier hat. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin jetzt hier privat untergebracht, bewohne hier so das ehemalige Kinderzimmer in so einem Privathaus noch bis morgen. Das Wetter ist nach wie vor schlecht, es ist sehr kalt, sehr windig, gefühlt deutlich unter 0 Grad. Der Himmel ist trüb. Gestern sind keine Ausflugsschiffe gestartet. Ja, ich laufe jetzt mal zum Eisfjord Center und werde das besichtigen, heute ein bisschen die Stadt angucken, ein bisschen zum Hafen laufen. Und hoffen, dass morgen die Flugzeuge starten. Ich stehe jetzt am Eisfjord Center. Allerdings machen die erst um 10 Uhr auf und es sind noch 40 Minuten. Und ehrlicherweise habe ich keine Lust, so lange zu warten. Außerdem reihen sich da hinten die ganzen Ausflügler der Kreuzfahrtschiffe aneinander. Und das möchte und muss ich mir nicht geben. Okay, nach den Wochen in Ostgrönland ist das hier wie Disneyland. Also Horden von Kreuzfahrttouristen, die alle zum selben Aussichtspunkt laufen. Wenn man noch ein paar Kilometer weiter geht, wird es deutlich einsamer.
Allerdings ist das Wetter heute extrem bescheiden, ziemlich windig, kühl, fängt an zu regnen. Vor die Wahl gestellt, würde ich lieber mir die Eisfjorde in Ostgrönland ansehen, als hier an den Kangia-Fjord zu fahren. Zumal die Preise hier echt jenseits von Gut und Böse sind. Also die einfachsten Unterkünfte fangen so bei 120, 130 Euro die Nacht an. Hier sind immer mindestens 2 Kreuzfahrtschiffe vor Anker und dann ergießen sich Ströme an bunt gekleideten Touristen in die Stadt für ein paar Stunden und ziehen wieder ab. Die Nachhaltigkeit ist ziemlich gering. Es gibt hier noch ein bisschen mehr Tourismus, aber alles extrem auf das Luxussegment beschränkt. Ich habe jetzt noch das Nötigste eingekauft beim Spar, allerdings schon sehr durchselektioniert. Die Hälfte der Regale ist leer, gibt nicht mehr so viel. Das Wetter ist echt unangenehm, es regnet so knapp über dem Gefrierpunkt, starker Wind. Es fühlt sich deutlich kälter an. Wenn man ständig in Bewegung ist, geht's. Wenn man stehen bleibt, wird es einfach sehr schnell sehr kalt. Also es ist jetzt 6 Uhr morgens, ich bin in Ilulissat, es hat die ganze Nacht geschneit. Knapp 5 cm Neuschnee, fahre jetzt zum Flughafen, hoffe, dass mein Flug stattfindet. So, ich bin bis jetzt tatsächlich die einzige Person am Flughafen. Der Flughafen ist zwar offen, aber es ist keiner hier. Dafür habe ich gesehen, es steht eine Maschine auf dem Rollfeld und das könnte meine sein, hoffe ich. Und die Kollegen sind dabei, gerade die ganze Piste zu räumen. Wir sind sogar pünktlich mit dem Boarding. Wenn ich mir das Wetter so angucke, bin ich mir nicht sicher, wie viele Flüge hier heute noch von Ilulissat starten. Und ich bin mir auch erst sicher, wenn ich in der Luft bin. Vi vil nu vise en del af vores sikkerhedsudstyr. Det er nu tid til at sætte mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr på.